Zwei DIN-Akkord. S62, alter Bekannter. Als erstes prüfe ich mit der Gitarre, ob überhaupt was kommt. Und wenn nichts kommt, gehe ich gleich zu den Elgos, beziehungsweise gehe ich gleich zu den Tonköpfen. Weil, wenn man kein Echo hat, funktionieren die Tonköpfe nicht. Und wo man nichts aufnehmen kann, kann man nichts wiedergeben, also kriege ich auch kein Echo. Sehr staubig, Originalzustand. Die alten Kondensatoren sind noch drin. Da müssen teilweise getauscht werden. Die lassen Leckstrom durch. Dann muss es gereinigt werden. Wichtig ist, dass man diese Echolatten, auch dieses Gelenk hier ab und zu mal ölt. Wenn das einrostet, geht es ganz schwer auseinander. Außerdem durch bei der Überholung auch den Motor ausbauen, auseinandernehmen und mit Kältemaschinenöl praktisch ölen. Als erstes möchte ich natürlich jetzt mal einen Probelauf machen, ob das überhaupt geht. Das Band ist nicht original. Ah ja, die Kontakte kratzen. Nicht viel von Echo zu merken. Das sind die Aufnahmeköpfe hier. Das längste Echo ist hier. Dann das mittlere Echo, das kurze Echo. Dann halbiert sich das Echo, wenn der dazugeschaltet wird. Das ist dann praktisch Hall. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Tonköpfe ganz sind. Aufpassen. Das ist das Gitter von dem Tonkopf, Wiedergabekopf 1. Da, Signal da. Gitter von Tonkopf auch da. Ich vermute, dass die Wiedergabeköpfe kaputt sind. Wenn wir mit dem Ohmmeter durch müssen. Der Tonkopf ist kaputt. Gehen wir mal weiter. Der zweite Tonkopf muss einen Ausschlag haben, der hat jetzt auch keinen Ausschlag. Jetzt gehen wir auf die Aufnahmeköpfe. Das sind 3. Bei dem Gerät gehen im Ganzen 2 Tonköpfe. Der Tonkopf war kaputt. Der und der. Die Kondensatoren werden dann getauscht. Elgos werden überprüft. Können wir jetzt auch sehen, was er hat. Er hat 26, geht eigentlich 26, könnte man theoretisch lassen. Jetzt brauche ich eine Klampe. Oi. Oi. Durchschneiden. Wie man unschwer hören kann, klingt es ziemlich scheiße. Der Gary Moore wäre begeistert. So, da wollen wir jetzt mal hier im Museum eine reparierte DIN-Akkord, so Echo-Akkord Super nehmen. Das sieht zwar auch nicht mehr so toll aus, aber von mir überholt. Vor 2, 3 Jahren habe ich die mal repariert. Langsamer Echo. Das ist jetzt mittlere Echo. Das kurze. Oder wenn wir Slap machen, drehen wir die Dauer zu. Das war kein Wundergitarrist, aber zum Reparieren reicht. Hier hatten wir für den Eingang jeweils 4 Regler. Das ist so eine Art Mischpult. Kann man hier auch nochmal dumpf und hell stellen. Ich empfehle, die Einstellungen hier auf die Mitte zu nehmen, da hat man einen gleichmäßig brillanten Klang. Und alles, was nicht gebraucht wird, so. Da ist jetzt ein Mikrofoneingang sehr viel lauter, der würde sich zum Übersteuern eignen. Das war so, wie es einigermaßen gehen muss, wenn es funktioniert. Alles andere ist jetzt Fleißarbeit. Ich kalkuliere ungefähr einen Tag Arbeit an einem Echo, bis es richtig gut geht. So, den schaffen wir wieder weg.
Hier haben wir jetzt das EchoCord 75 Super. Das hat ein Bandhall, also Band-Echo und ein Federhall drin, den man hier überblenden kann. So, mal erstmal reingucken. Da ist keine Androkohle drin, die ist auch sehr hart hier. Das läuft noch, Band ist gerissen. Ja, ich habe jetzt hier so Bänder zum Probieren. Am Schluss, wenn die Reparatur fertig ist, kommt natürlich ein neues rein. So, gucken wir, wie die Köpfe aussehen. Es geht noch. Androkohle fehlt. EchoCord-Rolle. Neue Rolle drauf. Eigene Herstellung. So, Band ist drauf. Strom. Das Geräusch ist unnormal. Liegt irgendwas drin. Gut, dann müssen wir mal gucken. Hier ist es mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert, dass mich so ein Ding verarscht. Isolierband dazwischen gelegt, wahrscheinlich wollte er justieren, dass er ein bisschen gekippt ist. Wahrscheinlich läuft die Androkohle hoch. Das macht man woanders. Jetzt müsste er laufen. Endlich. Er läuft. Er läuft. Also hier an dem inneren Knopf dreht man die Echo-Stärke auf. Hier Echo. Dauer. Es vibriert so ein bisschen. Es ist eine Geschichte mit dem Band, mit der Androkohle, schätze ich, dass das Echo so ein leichtes, wie so ein Chorus hat. Geht so wow, so jaulig. Klingt wie Vibrato. Hier Dreck drauf. Ich mache mal ein neues Band. Band fertig. Fummelarbeit. Jetzt weiß ich ja, warum das Ding so reiert. Der Achse ist dreckig. 800er Schmirgel. So, jetzt kommt das Polierpapier. Das ist jetzt 2000er Schlagpapier, das ist wie praktisch polieren, Hochglanz. Das ist so fein, dass die feinsten Haarkratzer nicht mehr siehst. So, das muss lang. Hier hat man noch Instrumentenschalter. Wird etwas brillanter, wenn man drückt. Dann hat man noch einen Temposchalter. Wenn man ganz extrem kurzes Echo braucht. Für fast Hall. Mit Rückkopplung. Band hat Wunder gewirkt, gell? Also elektrisch ist das Echo eigentlich in Ordnung. Hallo, mein Name ist Bobby. Ich repariere seit 48 Jahren Echolette-Geräte und überhaupt alles, was mit Röhren zu tun hat. Ich war ungefähr 16 Jahre und in der Geläuser Kaserne waren GIs, die wollten Musik machen, die haben einen Bassist gesucht. Das waren die Monks, die später als Monks
Furore gemacht haben im Starclub. Und die kamen eines Tages zu mir, ja, Bobby, hast du nicht Lust, Bass zu spielen? Okay, habe ich gesagt, aber ich kann keinen Bass spielen. Da hat er gesagt, ich bring dir das bei. Und dann irgendwie im Laufe der Zeit haben wir Musik gemacht und dann haben wir ein Echo gebraucht. Und da habe ich ein Echo gebaut, ein Rim-Echo. Ja, und dann bin ich älter geworden, dann musste ich ja irgendeinen Beruf lernen. Da habe ich gedacht, Elektronik, so was Feines, was Fernsehtechniker. Und bin ich dann in Frankfurt in einem renommierten Radio- und Fernsehgeschäft als Lehrling da eingestiegen. Habe da 2 Jahre gelernt als Radiotechniker damals. Und auf dem Weg von der Arbeit zur Bahn bin ich immer an dem Musikhaus vorbeigekommen, dem berühmten Musikhaus B. Hummel oder Krimmusik. Haben die gesagt, hast nicht Lust bei uns anzufangen, kannst mehr verdienen. Okay, ich die Lehre abgebrochen. Großer Trara zu Hause. Okay, habe ich angefangen bei Hummel, Krimmusik, eine Werkstatt aufzubauen. Und dann kamen gerade die ersten Echoletten auf vom Hans Bauer. Echoletten wurden fast von allen Kapellen gespielt, auch die Beatles spielen Echoletten. Und ja, die waren auch immer kaputt. Röhrengeräte gehen halt immer kaputt, da ist immer ständig was dran und da gab es immer viel Arbeit. Die Echoletten musste man teilweise nur warten, die mussten gereinigt werden, die haben gequietscht oder irgendwas. Ja, wie viele Echoletten habe ich repariert? Vielleicht 500, 1000, keine Ahnung. Natürlich auch sehr viele Fender-Verstärker, Highword-Verstärker, obwohl die Highword-Verstärker selten kaputt waren, die waren sehr gut gebaut. Ich habe Kunden in Kanada, in Australien, Dänemark, Schweden. Ich habe durch das Internet mir so einen gewissen Namen gemacht. Viele sagen, ich wäre der Letzte, der die noch richtig repariert. Ich mache es meistens so, ich habe hier eine Arbeit liegen, ich habe was auf dem Tisch liegen, plötzlich kommt eine Post-Echolette. Dann mache ich die auf, lasse das liegen und gucke, was die Echolette hat. Mein prominentester Kunde momentan ist Gary Moore. Ich bin auch ein Fan von ihm. Wir spielen auch Lieder von Gary Moore. Ich spiele selbst in einer Rockband und wir spielen so Oldies und Rockmusik. Und Gary Moore ist also unser Vorbild. Im März hat er eine Echolette von mir gekauft und er will seinen Sound jetzt mit einer Echolette machen. Man sagt, eine Röhre klingt wärmer, darüber kann man streiten. Für mich ist eine Röhre ein elektronisches, physikalisches Bauteil. Wenn sie zerrt, hat sie einen anderen Ton wie ein Transistor. Wenn sie klar klingt, kann ich keinen Unterschied hören, obwohl es Leute gibt, die behaupten, sie hören da einen Unterschied. Es hat irgendwas mit den Oberwellen zu tun, aber ein ganz sauber gespielter Ton hat keine Oberwellen. Echolette und die Dynakord, die Echochord, die nehmen sich nichts, die sind fast gleich gut. Viele Musiker sagen, das Analoge klingt halt schöner wie das digitale Zeug. Das richtig analoge, handgemachte. Am besten noch handverdrahtet. Antriebsteile, also wie gesagt Rollen, Gummirollen, Andruckrollen, Umlenkrollen, kann ich alles selbst herstellen. Aus PVC oder aus Nylon kann man Rollen herstellen. Und die Andruckrollen stelle ich selbst her, die sind da gelagert. Lager gibt es noch zu kaufen in allen Größen und die werden dann in ein Lagergehäuse eingepasst. Das nehme ich meistens Messingrohr oder Stahlrohr. Passt die Lager ein, die werden aufgerieben mit einer Reibahle auf Hundertstel genau. Dann werden die eingepasst. Und vorher werden sie natürlich vulkanisiert, weil die Lager vulkanisiert man nicht mit, sonst gehen sie kaputt. Beim Vulkanisieren werden die Gummirollen auf, glaube fast 300 Grad erhitzt und da lässt man die Lager raus und lagert erst, wenn die Rolle vulkanisiert ist. Dann werden dann die Lager eingepresst und dann laufen die Lebzeit ohne Schmierung. Schmierung ist im Gleitlager eingebracht und zwar werden die Lager erhitzt auf 80 Grad und dann werden die in Sinteröl gebadet und man lässt sie dann 2 bis 3 Stunden in dem Sinteröl drin und dann sind die Lebzeit geschmiert. Das nennt man Mikroschmierung. Die Lager versorgen die Achse immer mit einem leichten Ölfilm. Wenn man ein Sinterlager auf ein weißes Papier legt und kommt am nächsten Tag, dann hat man so einen kleinen Ölfleck drauf. Deswegen sollte man Rollen nur sauber machen,
nicht ölen. Der größte Fehler ist, Rollen zu ölen, besonders die Plastikrollen, die braucht man nicht zu ölen. Die Sinterlager zu ölen, die verkleben dann nur und die bleiben dann irgendwann stehen. Das verharzt und verklebt. Und wenn ich so ein Ding sehe, erstmal Lappen durchziehen durch die Rolle, Achse sauber machen und dann sind das Schnürzer wieder. Ja, wenn du eine gebrauchte Super 62 kaufen willst, solltest du die Tonköpfe prüfen. Das ist wichtig. Wenn einer behauptet, dass er geht, dann sollte sie mindestens auf jedem Tonkopf ein anderes Echo bringen, eine andere Laufzeit und sollte auch das schnelle Echo, der Reverb gehen, alle Tasten 1, 2 und 3 ausprobieren. Jede steht für ein anderes Echo-Tempo. Und dann solltest du noch die Taste Adagio und Presto ausprobieren. Die stehen für schnellen, langsamen Motorlauf. Und dann solltest du darauf achten, dass das Echo einigermaßen sauber klingt und dass eine Rückkopplung möglich ist. Super 62 habe ich oft Fehler an Tonköpfen, dass die neu gewickelt werden müssen, verrotten. Da verrotten die Anschlüsse innen drin. Die haben früher ein Lötzinn verwendet, da muss ein Flussmittel drin gewesen sein, das aggressiv war. Und es kommt dann immer wieder vor, dass die Drähte, da wo die angelötet sind, die feinen Drähte, sind ja nur 50 μ stark, die Spulendrähte, und da durchgefault, also grün oxidiert und abgefault. Die Super 75 läuft eigentlich recht zuverlässig, ist voll transistorisiert und hat selten Fehler, aber wenn sie Fehler hat, kann zum Beispiel, wenn sie brummt, Spannungsregler kaputt. Und wenn sie nicht brummt, ist in Ordnung. Und wenn das Echo sauber klingt, es muss sauber klingen, das klingt fast wie eine Tonbandaufnahme. Das Echo 75 und 76 klingt wirklich fast HiFi-mäßig. Es gehen oft Elkos kaputt im Netzteil, trocknen aus, dass es dann leicht brummt. Entweder Elkos oder Spannungsregler, die verursachen Brummgeräusche oder ganz Ausfälle, dass die Elkos einen Schluss haben und dass die Spannungsversorgung zusammenbricht. Dann ist ein Fall für die Werkstatt. Wenn du eine Echolette hast, versuche nicht die Röhren zu tauschen, weil du meinst, das wäre der Fehler. Meistens sind es ganz andere Fehler. Die Röhren sind meistens Telefunken drin, sind sehr gut und man sollte sie nur tauschen, wenn sie wirklich kaputt sind. Also ich kriege oft Geräte auf den Tisch, wo die Röhren schon mal vorsorglich getauscht sind, dann sage ich immer, schick die alten Röhren, wir möchten doch lieber die alten reinmachen, solange die gehen, die sind zuverlässiger. Alte Röhren bekommt man im Internet, sehr teuer teilweise. Die Messwerte sollten schon dabei sein im Angebot, dass man also sagt, die Röhre hat zum Beispiel 1,2 mA bei 2 Volt Gittervorspannung minus oder die Röhre ist in einem Bereich okay oder gut oder sehr gut, geprüft vor allen Dingen. Bei der 62 oder 65, die Modifikation ist eigentlich nicht nötig, außer dass man vielleicht dem einen oder anderen eine Klinkenbuchse einbaut, damit da diese leidlichen Diodenstecker-Geschichte nicht hat. Modifikationen bei der 75 ist sinnvoll, eigentlich nur Klinkenbuchse einbauen, alles andere ist nicht verbesserungsfähig. Man könnte höchstens noch den Originaltonregler nach außen verlegen, dass man in der Lage ist, wenn man es im Studio verwendet, den Originalton wegzudrehen und vom Studio den Originalton verwendet und nur das Echo als Effekt einschleift im Mischpult. Die Ersatzteillage bei diesen Geräten ist miserabel, also es gibt nichts an Neuteil. Deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, also zumindest das Wichtigste selbst herzustellen. Bänder, Lager, Andruckrollen. Ansonsten geht da nicht viel kaputt. Zumindest kann man zum Beispiel Röhren, Widerstände, Kondensatoren ja heute noch kaufen. Das einzigste Problem wäre, wenn der Motor kaputt geht, müsste man sich einen gebrauchten beschaffen. Ein Trafo kann man selbst wickeln, das kann ich teilweise hier auch.
wickel aber nur für mich selbst Trafos. Ich wickel also nicht Trafos für andere, weil die Arbeit kann man nicht bezahlen. Die Ersatzteillage bei Super 75 überhaupt kein Problem, bis auf Motor, alles. Oder Spezialteile, natürlich Knöpfe gibt es nicht mehr. Aber Transistoren, Widerstände, das gibt es alles noch, ist kein Thema. Tonband, wie gesagt, stelle ich selbst her, Achsen, das stelle ich auch selbst her. Aber ansonsten ist man nur praktisch, hat gelöst, wenn ein Motor kaputt geht.